Herzlich willkommen bei einem Video über Musterbriefe und zwar, wie man eine Anfrage schreiben kann. Ich heiße Wolfgang Winkelbauer und bin Betreiber von 3 Portalen und unter anderem biete ich auch verschiedene Musterbriefe an und die werden sehr häufig aufgerufen, weil es da Unsicherheiten gibt, wie man überhaupt die Briefe schreiben soll, also auch wenn man es als E-Mail verschicken möchte. Was ist eine Anfrage und worauf kommt es dabei an? Eine Anfrage ist die häufigste Form im Schriftverkehr, weil sowohl private Personen als auch Unternehmen Fragen zu Produkte, Lieferzeiten, Informationen auf einer Internetseite oder was auch immer haben können. Dabei gibt es auch sehr zu hinterfragende Formen, weil auf meinen Infoplattformen bekomme ich immer wieder per E-Mail Folgendes. Schicke mir die Liste. Da steht im Betreff von einem E-Mail und dort, wo der Text eigentlich stehen sollte, steht gar nichts. Kein Hallo, keine lieben Grüße, nichts. Und wenn man sich das genau überlegt, hat man eigentlich keine Möglichkeit, irgendwas zu tun, weil welche Liste ist gemeint? Von welchem Bundesland? Geht es um die Ostermärkte? Geht es um die Termine von Weihnachten? Was auch immer. Aber technisch gesehen ist das eine Anfrage. Jemand möchte etwas wissen. Nur so geht es nicht. Wir können dieses Beispiel aber sehr gut nutzen, weil man erkennt 2 Dinge daraus. Erstens, man braucht eine Grundhöflichkeit. Man muss jetzt nicht bitten und betteln, sondern einfach nur respektvoll miteinander umgehen, wie im persönlichen Gespräch, mit einem Hallo oder liebes wissenswertes Team oder sehr geehrte Damen und Herren hat man damit schon viel erreicht. Dann fühlt sich der Empfänger angesprochen und ist eher bereit, im Sinne der Anfrage zu reagieren. Das zweite ist, was will ich überhaupt? Und das ist wichtig. Wenn ich zum Beispiel eine Präsentation bei der Messe gesehen habe, die mich nicht ganz so überzeugt hat, dort gab es auch Broschüren, die ich dann nicht mitgenommen habe, und eine Woche später komme ich drauf, dass das Produkt doch interessant ist, dann stelle ich eine Anfrage. Ich habe vielleicht 2 Fragen dazu und ich möchte die Broschüre doch haben. Dann schreibe ich die Anfrage mit 2 Fragen, erwähne aber nicht, dass ich die Broschüre auch gerne hätte, weil für mich ist das ja klar. Der Empfänger weiß das aber nicht. Er beantwortet die Fragen. Vielleicht wird die Broschüre trotzdem in der Beilage mitgeschickt. Dann hat man sein Ziel erreicht, aber es kann auch gut sein, dass die Broschüre nicht mitgeschickt wird und dann ist man enttäuscht, wofür der Empfänger, der Anbieter, das Unternehmen gar nichts kann. Also muss man sich überlegen, was will ich überhaupt, was brauche ich, damit die Anfrage zum Erfolg führt. Und ein letzter Punkt noch, Brief oder E-Mail. Ich habe vorhin geschrieben, dass wir hier Musterbriefe besprechen. Und vielen ist nicht bewusst, dass E-Mail jetzt nicht nur elektronische Post heißt, sondern genauso ein Brief ist wie der klassische Brief, nur dass er per E-Mail geschickt wird. Beim Brief gibt es Normvorschriften, wo das Datum stehen soll, wie man die Anlagen anführt, wie die Adresse geschrieben werden soll. Das fällt alles beim E-Mail weg. Weil beim E-Mail habe ich die Formularfelder, wo all diese Daten eingetragen werden und die Normvorschriften spielen keine Rolle. Aber in dem Moment, wo ich mit Hallo oder sehr geehrte Frau Meier beginne, ist Brief und E-Mail ident. Das heißt, zu glauben, bei E-Mail brauche ich nur schreiben, schick mir die Liste und alles ist gut und ich bekomme, was ich kriege, was ich mir erwarte, das funktioniert so gar nicht. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie eine Anfrage aussehen kann. Und zwar ist die Situation die, dass ich von einem Prospekt erfahren habe. Das kann auf unterschiedliche Weise erfolgen und ich möchte jetzt Prospektmaterial. Der Betreff, früher hat man Betreff geschrieben, das schreibt man schon lange nicht mehr.
ist Anforderung von Prospektmaterial und dann ist hier die Anrede. Sehr geehrte Damen und Herren, meistens dann mit einem Beistrich, bitte senden Sie mir die Prospekte über Ihre Gartenhäuser, wie sie auf Ihrer Webseite angeboten werden. Und das ist ein wichtiger Satz, weil erstens schreibe ich, was ich mir erwarte, was ich brauche und zweitens, wieso ich die Anfrage diesem Unternehmen schicke. Durch den Hinweis mit der Webseite wissen die Empfänger daher auch, woher ich die Informationen beziehe. Weiters ist in dem Fall geschrieben, zwar sind Produktbilder zu sehen und die Preise angegeben, aber weiterführende Informationen sind nicht zu finden. Da Sie Prospekte auf der Seite in Aussicht stellen, möchte ich Sie bitten, mir diese zuzusenden. Es hätte alternativ auch sein können, dass man nach der Breite oder nach der Höhe der Gartenhäuser Fragen stellt oder andere technische Fragen, was auch immer. Konkret interessieren mich vor allem die Glashäuser mit einer Mindestbreite von 2,5 Meter für meinen Garten. Damit kann ich das Ganze eingrenzen und der Empfänger weiß, worauf ich mich eigentlich beziehe. Für Rückfragen stehe ich unter der verwendeten E-Mail-Adresse gerne jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen und fertig. Wenn wir das Ganze strukturieren, im Betreff, worum geht's? Anrede, Abschluss und dazwischen, was will ich? Erweiterte Informationen, sofern es welche gibt. Das ist noch eine zusätzliche Information und fertig. Man hätte hier auch schreiben können, dass man einen sehr großen Garten hat oder dass die Kinder im Garten spielen wollen oder dass man verschiedene Obstsorten oder Gemüsesorten pflanzen will, aber das interessiert nicht. Wesentlich ist, was will ich, welche Informationen brauche ich, fertig. Und damit hat man eigentlich die Anfrage auch schon fertiggestellt. Man könnte jetzt noch ein anderes Beispiel sich anschauen. Und zwar passiert das immer wieder, dass man in der Zeitung ein interessantes Produkt präsentiert sieht. Das kann aber auch etwas ganz anderes sein, wie zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe. Wir sehen, dass der Aufbau aber der gleiche ist. Betreff Anfrage für mehr Informationen zu Ihrer Selbsthilfegruppe, die Anrede und dann ich habe in der Tageszeitung bla 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 einen Artikel über Ihre Selbsthilfegruppe für Rheumakranke gelesen und da ich selbst betroffen bin, möchte ich Sie bitten, mir entweder unter der E-Mail-Adresse Informationen zukommen zu lassen oder unter der Adresse Informationen zuzusenden. Also, was will ich? Wir sind wieder beim Thema. Besonders interessieren mich die Möglichkeiten, an Gesprächsrunden und Treffen teilnehmen zu können, wann diese stattfinden und ob man sich anmelden muss. Vielleicht haben Sie auch eine Webseite mit weiteren Details. Vielen Dank im Voraus. Und dann gehört dann natürlich noch mit freundlichen. Und das war's. Der Aufbau ist also unabhängig von der eigentlichen Situation ein sehr ähnlicher. Wir schauen uns jetzt noch eine dritte Variante an von einer Anfrage und zwar, wie sie ein Unternehmen schreiben könnte. Das passiert immer öfter und dann auch meistens per E-Mail. In dem Fall braucht ein Unternehmen einen Seminarraum oder Seminarräume für eine Veranstaltung. Wir veranstalten Ende Februar bla 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 für eine Woche ein großes Seminar zum Thema Online-Marketing und erwarten bei dieser Veranstaltung 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Veranstaltung ist zum einen für die Weitergabe von Wissen und Informationen vorgesehen. Es soll aber auch der Netzwerkgedanke untereinander gestärkt werden und das gilt auch für neue Kontakte für unser eigenes Unternehmen. Das funktioniert am besten in einer gemütlichen Atmosphäre und von Frau XY, der Firma XY, wurde uns ihr Seminar
Hotel empfohlen, weil die Atmosphäre bei bereits durchgeführten Events ausgezeichnet war. Und dann gibt es die Angaben, was genau ich bei diesem Seminarhotel bzw. bei den Seminarräumen brauche. In dem Fall, dass 60 Personen anwesend sein werden, und abschließen wird man die Anfrage so wie vorhin über die Daten, dass man Rückfragen stellen kann. Und mit freundlichen Grüßen schließt man das Ganze ab. Man hat auch hier den Betreff, worum geht's, die Anrede, was brauche ich, in dem Fall eine Zusatzinformation, weil bei Veranstaltungen kann das sehr wichtig sein. Und es kann, in dem Fall braucht man natürlich mehr Information, wie viele Leute werden überhaupt vorbeischauen, und es kann auch sein, dass man hier Einzelzimmer, Doppelzimmer oder andere Parameter anführen muss, damit entsprechende Angebote gestellt werden können. Aber vom Prinzip her ist es die gleiche Sache wie bei den Anfragen vorhin. Also ob man jetzt da Informationen hat oder ob man Seminarräume anbieten möchte oder sonstiges, die Anfragen sollten immer in diesem Schema erfolgen. Machen wir noch ein letztes Beispiel nach gleichem Schema. Ich habe gesagt, dass ich eine Informationsplattform habe mit Terminen. Da kann es zum Beispiel sein, Campuslauf in Kitzbühel. Hallo liebes, wissenswertes Team, um einmal eine andere Anrede zu nehmen. Das ist absolut bei einem Internetportal üblich. Ich habe gesehen, dass ihr schon den Termin für den Campuslauf in Kitzbühel am 5. Dezember 2000 online gestellt habt, aber es gibt keine Beginnzeit. Könnt ihr mir bitte mitteilen, wann der Lauf genau stattfindet? Liebe Grüße. Name. Und auch das ist eine Anfrage, wie sie sehr oft im Internet passiert, wie wir sie täglich dutzendeweise kriegen. Was will ich haben? Worum geht's? Das verrät schon der Betreff. Was will ich haben, beziehungsweise worauf beziehe ich mich und welche Informationen brauche ich? Da braucht man dann keinen Roman dazu schreiben, dass man schon 5-mal dort war oder dass man Kitzbühel sehr mag oder was auch immer, sondern es geht rein darum, welche Information brauche ich, damit der Empfänger damit arbeiten kann. In dem Fall ist es ein E-Mail, also ist die E-Mail-Adresse bekannt. Es könnte auch sein, dass man eine andere E-Mail-Adresse als für die Rückantwort haben möchte. Dann kann man auch schreiben, bitte schickt mir die Infos an die Adresse XX. Und das war's. Und da ist eigentlich nicht so viel Schwierigkeit dabei, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur das so macht, dann ist die Frage, ob jemand darauf reagieren wird. Wobei das mit Bitte schon recht höflich ist, aber ein Hallo sollte auf jeden Fall dabei sein. Ich hoffe, dass da einige Tipps dabei waren, die hilfreich sind. In der Videobeschreibung habe ich die Links zu 2 Portalen
hineingestellt, die solche Musterbriefe anbieten. Die kann man kopieren und dann entsprechend anpassen mit verschiedensten Situationen und vielleicht ist das eine kleine Hilfestellung für euch. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.